Nach etlichen Runden mit Tesla nehme ich mir heute mal ein anderes Unternehmen vor. Ebenfalls aus Kalifornien, sehr erfolgreich und zugleich das wertvollste Unternehmen der Welt. Apple, Heimstätte von iPhone, iPad und MacBook. Und damit keine Missverständnisse aufkommen, gleich mal ein Disclaimer. Seitdem ich nicht mehr aktiv aus der ersten Reihe über Apple berichte, das war 2010, als ich bei Focus Magazin ausgeschieden bin, besitzen meine Frau und ich unter anderem auch so einige Aktien von Apple. Und die haben uns in den zurückliegenden Jahren viel Freude bereitet. Meine Sicht auf Apple ist also keineswegs frei von persönlichen Bezügen, vielleicht sogar Interessen. Das der Ehrlichkeit halber vorab. Aber ich bin Journalist und in meiner Meinung mehr denn je sehr frei. Wer der Midlife-Crisis täglich die Stirn bietet und statt etablierten Journalismus nun auf eine Karriere bei YouTube setzt, hey, dem ist eh nicht mehr groß beizukommen, oder? Wie gesagt, ein freier Geist mit eigener Meinung, weshalb ich mir nach der jüngsten Keynote zum neuen iPhone 15 die ernsthafte Frage stelle: Apple, Tim Cook, was ist bloß los bei euch? Where's the magic? Wo ist euer Esprit geblieben? Der etwas andere Gedanke, das Think Different. Wo sind eure spannenden Keynotes mit Wow-Momenten geblieben? Vor echtem Publikum, inklusive ungeplanten Pannen, so wie früher, als ihr eure Shows über mehrere Tage einstudiert habt. Stattdessen nun gepflegte Langeweile in vorab aufgezeichneten Lifestyle-Clips mit endlos vielen Special Effects auf Hochglanz poliert. Lebendigkeit und Spannung? Null. Und inhaltlich? Ihr feiert ernsthaft euren Action-Button und einen von der EU erzwungenen USB-C-Port? Echt jetzt? Tja, das ist alles recht schräg, zumal etliche YouTuber, Influencer und auch Journalistenkollegen das alles auch noch applaudierend begleiten. So, also Keynote war wieder mal wirklich fantastisch. Es ist wirklich unglaublich auch, was da an Content auf diese Leinwand gebracht wird. Also halte ich heute einfach mal dagegen. Und was mache ich im Anschluss? Richtig, ich spreche diese Zeilen und gehe danach gleich zur Apple-Website und bestelle mir mein neues iPhone 15. That's reality. The magic is gone. Der Laden läuft trotzdem. Und das sogar besser denn je. Warum ist das so? Oder mit anderen Worten, Apple, quo vadis? Apple, wohin steuerst du? Heute bei Ulf Hannemann, Mastering Midlife Crisis. Willkommen! Lasst mich, den alten, in die Jahre gekommenen Journalisten, ein wenig aus der guten alten Zeit von und mit Apple erzählen. Naja, was heißt schon gut? Wohl eher speziell. Apple, das war Steve Jobs. Zugeknöpft wie dessen schwarze Rollkragenpullover und entsprechend schweigsam. This is one device and we are calling it iPhone. Journalistenanfragen beantwortete man offiziell in jeden Tagen grundsätzlich nicht. Und wenn es denn mal einen echten Austausch gab, dann wählte man sich bei Apple schnell in einer ultrageheimen Agentenstory à la Mission Impossible. Mission complete. So wie damals im Herbst 2007, wenige Wochen bevor die erste Version des iPhone in Europa eingeführt wurde. Damals zählte ich zu einer Handvoll Journalisten in Deutschland, die in einem geheim gehaltenen Hotel in Hamburg einen sehr geheimnisvoll plaudernden Apple-Mitarbeiter ohne Namen trafen und einen Blick auf einen ultrageheimen iPhone-Prototypen werfen und diesen dann in die Redaktion mitnehmen durfte. Nun ja, das war natürlich toll. Allerdings hatte ich bereits damals in der Hosentasche ein iPhone-Modell aus den USA dabei, welches ich selbst schon einige Wochen vorher gecrackt und in Fokus vorgestellt hatte. Was ich sagen will, die Beziehung zwischen Apple und Journalisten war schon zu jener Zeit anders als zu allen anderen Unternehmen und irgendwie besonders. Vielleicht passt der Begriff Hassliebe. An keinem Unternehmen konnte und kann man sich bis heute so gut reiben. Einerseits ein sehr innovatives Unternehmen, bei dem man sich natürlich freut, wenn man zu den ersten Journalisten zählt, die ein neues Gerät ausprobieren dürfen, wenn auch unter teils extremen Auflagen. Umso mehr fühlte man sich damals als kritischer Journalist auch stets ein wenig fremdgesteuert und vor den Karren gespannt. Und teilweise hatte das ziemlich bizarre Züge. Ich persönlich hatte dieses Gefühl bei einem Interview mit dem damaligen Apple-Vorstandsmitglied Ron Johnson, dem Erfinder der Apple Stores, einem gleichermaßen eloquenten wie freundlichen Manager. Das begleitende PR-Team aus den USA agierte beim vereinbarten Interviewtermin in Genf dagegen geradezu grotesk. In einer Tour behinderten die beiden Damen unseren Fotografen, der einige Fotos vom Shop und unserem Interviewpartner machen wollte, was eigentlich abgesprochen und auch übliche Praxis war und ist. Jedes andere Unternehmen hätte sich gefreut, zumal wir den renommierten Fotografen auf eigene Kosten eingeflogen hatten. Tja, damals hatten die Verlage noch so viel Geld. Doch die Damen zeigten sich störrisch. That's against our policy, hieß es fortlaufend, und sie bestanden darauf, dass wir das Interview an einem Tisch mitten im soeben eröffneten Shop führten, inmitten von hunderten laut kreischenden Fans, beziehungsweise Kunden. Wer dieses spezielle Interview noch einmal nachlesen mag, ich verlinke es hier oben
und in der Beschreibung dieses Videos. Das alles passte damals in die Zeit. Steve Jobs dominierte das Unternehmen. Seine Keynote-Präsentationen waren exakt vorbereitet, bestens einstudiert und zugleich top secret. Kaum eine Info drang damals vorab nach draußen. It just all works. Umso größer war der Wow-Effekt, wenn Jobs meist in San Francisco auf die Bühne trat und einer johlenden Menge, meist bestehend aus Mitarbeitern, Partnern und Journalisten, das Next Big Thing bzw. One More Thing vorstellte. Jobs war ein Pedant und bekannt dafür. Und im Regelfall verliefen seine Shows wie am Schnürchen. Und wenn nicht, dann befeuerte das den Kultfaktor der Apple Keynote nur noch mehr. Magic. Das lag auch an den vielen wegweisenden Produkten, die Apple zu jener Zeit auf den Markt warf. iPod, iTunes, iPhone, iPad, MacBook Air. Jede Präsentation ein Knüller. Die alten Videos dieser Veranstaltung verzeichnen bei YouTube auch heute noch enorme Zugriffszahlen. Angesichts der Produktneuheiten und der tadellosen Inszenierung fiel es damals schwer, journalistische Unabhängigkeit zu bewahren. Und ich mache mich nicht frei davon. Allerdings rief das rigide Auftreten der amerikanischen PR-Leute, die deutschen PR-Kollegen seien explizit ausgenommen, zugleich den journalistischen Jagdinstinkt hervor. Doch als deutscher Journalist über ein Unternehmen im fernen Kalifornien etwas auszugraben, gar einen Scoop zu landen, das war und ist bis heute nicht einfach. Einmal gelang es uns dann doch. 2007, als ich eine kleine Meldung über Apples geheime Ambitionen im Automobilbereich in Focus veröffentlichte. Hier oben und in der Beschreibung zu diesem Video habe ich diese Meldung noch einmal verlinkt. Ja, das bereitete im Hause Apple wohl schon ein wenig Stress, wie ich später hörte. Angeblich war der Kontrollguru über die kleine Meldung aus dem fernen Deutschland wohl nicht so amüsiert, als sie über Agenturen bis nach Kalifornien schwappte. Denn das Thema Auto war damals noch super streng geheim. Apple sagte damals, wie immer, nichts, dementierte allerdings unter der Hand. Heute wissen wir es besser. Das Projekt, um das es damals ging, ist heute als Apple CarPlay bekannt. Rückblickend muss ich einräumen, so kompliziert die Beziehung zu Apple auch stets war. Bei denen in Cupertino war immer etwas los. Und so berichten wir viel und häufig über die Neuheiten aus Kalifornien. Und das auch völlig zu Recht, denn das allgemeine Interesse war groß. Gefühlt war bei Apple ständig One More Thing. Magic News im Monatstakt. Als Steve Jobs verstarb und Tim Cook das Ruder übernahm, fragten sich viele, wie das wohl weitergehen würde. Anders als Jobs ist Cook kein Selbstvermarkter mit Reality Distortion Field. Wie man hören und erleben kann, ist er eher ein sehr zielstrebiger Organisator und Planer. One More Thing, das gibt's bei ihm kaum noch. Oder fällt euch etwas ein? Ja, Apple Watch und jüngst die Vision Pro Brille, die man vor einigen Wochen erstmals zeigte. Aber sonst iPhone, iPad, MacBook. Jede Gerätereihe erhält Jahr für Jahr ein Update. Hier ein klein wenig leichter und schmaler, dort ein wenig mehr Auflösung. Oder die Innovation liegt eher im Verborgenen, wie bei den MacBooks, bei denen Apple vor 3 Jahren von Intel-Chips zu den selbstproduzierten M-Chips wechselte. Ein durchaus wichtiger Schritt. Doch große Sprünge, die jeder sofort erkennt, Fehlanzeige. Die Zeit der großen Magic Moments ist vorbei. Und entsprechend sind auch die Keynotes mit Happening-Charakter das Relikt einer längst vergangenen Zeit. Statt unterhaltsamer Shows mit kleinen Seitenhieben auf die Konkurrenz, wie Jobs sie einst zelebrierte, spulen Cook und seine Offiziere eine zuvor aufgenommene, mit Effekten aufpolierte Tech-Show ab. Exakt, cool inszeniert, aber weitgehend emotionslos. Aber das passt wohl ins Hier und Jetzt. Die Zeit der egomanen Individualshows, wie zu Zeiten von Steve Jobs, ist wohl leider vorbei. Stattdessen steht bei Apple das Team im Mittelpunkt. Here's Jeff to tell you more. Here's Deidre. Back to Jeff to tell you about it. Here's Lisa. Back to Jeff to tell you more. And here's Daniela. Now back to Jeff. Now back to Tim. Here's Cayenne. Here's Marianne. Back to Cayenne. Here's Dennis. Back to Cayenne. And now back to Tim. Here's Jaws. Here's Isabel. Now back to Jaws. Here's Shri. Back to Jaws. Here's Misha. Now back to Jaws. Now back to Tim. Thank you, Jaws. Ein Präsenter folgt auf den nächsten und trägt glatt geschliffene Sätze vom Teleprompter vor. Okay, Teleprompter hat Steve Jobs damals auch genutzt, aber irgendwie war das lässiger und nicht so einstudiert. Bei ihm wäre man zumindest nie auf die Idee gekommen, dass die Streber von der ersten Reihe ein Referat vortragen. Keep it simple, Zen-Style war bei Apple mal eine Maxime. Früher einfach, geradezu minimalistisch und sehr ästhetisch. Schaut euch doch mal dieses Fundstück von der Apple-Website an. Grüner Textmarker mit Herzchen. Fällt einem dazu noch etwas ein? Wer zum Henker lässt so etwas bei Apple durchgehen? Keep it simple war bei Apple mal eine Maxime. Doch das bröckelt. Ich befürchte, wenn das so weitergeht, bleibt auch das ikonisch zeitlose Design von Johnny Ive irgendwann auf der Strecke. Bitte nicht falsch verstehen. Veränderungen müssen sein. Mehr Diversität, wie man in den aktuellen Keynotes sehen kann. Gut und richtig. Dass sich Apple umweltbewusst zeigt und große Ziele in Richtung CO2-Neutralität bis 2030 vorantreibt, vorbildlich und aller Ehren wert. Doch zeitgleich forciert Apple zum Beispiel
Beispiel eine Hardware-Architektur, die ganz bewusst darauf setzt, Reparaturen zu erschweren, wenn nicht gar unmöglich zu machen. Elektrokabelschrott geht ebenfalls auf die Rechnung von Apple. Denn natürlich hätte man den Schritt von Lightning zu den gängigen USB-C-Anschlüssen schon viel früher vollziehen können und so die Produktion endlos vieler Lightning-Kabel viel früher vermeiden können. Doch jetzt kommt halt die EU, die ja sonst eher wenig auf die Reihe bekommt und weist Apple in die Schranken. Wow! Aber davon war in der Keynote natürlich nichts zu hören. Think Different, der legendäre 1984-Spot, Mac Guy vs. PC Guy, alles legendär, aber auch längst Vergangenheit. Steht Apple deshalb vor dem Aus? Mitnichten. Mehr denn je hat Apple seine Umsätze in den zurückliegenden Jahren erheblich gesteigert, was mich als Aktienbesitzer natürlich glücklich macht. Und das ist zweifelsfrei der Verdienst von Apple-Chef Tim Cook. Er hat Apple das unberechenbare Think Different in einen leistungsstarken Mercedes verwandelt, exklusiv und handwerklich perfekt produziert. Oder wie hieß das noch beim Daimler? Richtig, das Beste oder nichts. Ja, so ist Apple inzwischen auch, die S-Klasse der Elektronikbranche. Jedes Jahr ein klein wenig besser. Oder ein wenig anders. Aber bitte keine zu großen Experimente. Und vor allem nicht beim iPhone. Und dieses Prinzip funktioniert. iPhones und das komplette Ökosystem drumherum verkaufen sich wie geschnitten Brot. Und auch ich selbst lasse mich davon einfangen, habe diese Woche notgedrungen einen neuen Mac und sogleich auch noch ein neues iPhone bestellt. Früher passierte das alles alle 2 Jahre. Nunmehr bin ich von einem 12er auf ein 15er umgestiegen. Warum kein Google Pixel oder ein Samsung? Das ist einfach, weil ich mich im Apple-System eingerichtet habe und alles gut miteinander funktioniert. And it just works. It just all works. Und dass Apple nicht mehr die Speerspitze des Think Different ist, auch das habe ich voller Pragmatismus hingenommen. Apples Strategie ist aufgegangen. Bedauern kann und sollte man den Zeitenwechsel dennoch. Denn es steckt auch immer eine gewisse Gefahr darin, wenn Marketing und Sales die Oberhand gewinnen und die Innovation gegebenenfalls auf der Strecke bleibt. Steve Jobs formulierte das bereits 1995 in seinem Lost Interview, das erst später den Weg in die Öffentlichkeit fand. So the people that can make the company more successful are sales and marketing people. And they end up running the companies. And the product people get driven out of the decision-making forums. And the companies forget what it means to make great products. It sort of the product sensibility and the product genius that brought them to that monopolistic position gets rotted out by people running these companies who have no conception of a good product versus a bad product. Vielleicht braucht jede Industrie hin und wieder einen disruptiven Moment, der die Branche durcheinanderwirbelt. Wie damals Steve Jobs und Apple oder Elon Musk und Tesla. Stopp. Ein kleiner Reminder für mich, für ein neues Video. Apple werkelt ja angeblich immer noch an einem E-Auto. Wie wäre es da, wenn Elon Musk seine Kräfte aus Tesla und X, früher Twitter, bündeln und ein Smartphone mit Artificial Intelligence entwickeln würde? Mit Robotern hat er ja eh schon angefangen. Okay, belassen wir es bei diesem Gedanken. Sollte euch dieses Video gefallen haben, dann hinterlasst doch gerne ein Like. Oder noch besser, ihr abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr künftig kein Video verpassen werdet. Mich würde das sehr freuen. Bleibt die Frage des Tages. Was glaubt ihr, ist Apple tatsächlich noch innovativ genug? Warum legt ihr euch ein iPhone zu? Oder vielleicht auch nicht? Ich bin gespannt auf eure Kommentare hier unten in der Kommentarspalte unter dem Video bei YouTube. Ich selbst muss nun erstmal mein neues MacBook einrichten. Denn das alte Gerät, auf dem ich alle meine bisherigen YouTube-Videos der letzten Monate produziert habe, hat urplötzlich den Geist aufgegeben. Einfach so. Und ich musste innerhalb kürzester Zeit Ersatz beschaffen. Nach welchen Kriterien ich ausgewählt habe und wie ich ein MacBook zu einem extrem guten Preis erworben habe, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Hier auf diesem Kanal bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. In diesem Sinne, bis bald.